Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das in fast jedem Gespräch vorkommt. Hobbys. Oh, das ist schön. Hobbys sind ja ein sehr typisches Gesprächsthema. Wenn man jemanden neu kennenlernt, kommt diese Frage fast immer. Genau. Was machst du in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys? Was interessiert dich? Das sind Fragen, die du ständig hörst. Beim ersten Gespräch mit einem Kollegen, mit einem neuen Nachbarn, in einem Sprachkurs. Und ich merke immer, dass ich dann stocke. Ich weiß, was ich mag, aber wie ich es auf Deutsch sage, weiß ich oft nicht. Und das ist genau das Problem, das wir heute lösen. Denn Hobbys zu beschreiben, ist eigentlich eine der einfachsten Dinge auf Deutsch. Du brauchst keine komplizierte Grammatik. Du brauchst nur die richtigen Wörter und ein paar einfache Strukturen. Das klingt gut, weil ich das wirklich oft brauche. Genau. Und das Schöne an Hobbys als Gesprächsthema ist, dass du dabei über dich selbst sprichst, über Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und das gibt dir eine ganz andere Energie. Ja, das stimmt. Wenn ich über etwas spreche, das ich liebe, bin ich automatisch motivierter. Genau. Und das hört die andere Person. Wenn du mit Begeisterung sprichst, ist es egal, ob dein Deutsch perfekt ist. Es klingt lebendig, es klingt echt. Und heute lernst du, wie du über deine Hobbys sprichst, was du machst, wie oft du es machst, warum du es liebst und wie du andere nach ihren Hobbys fragst. Das ist wirklich ein rundes Thema. Genau. Aber bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um kurze Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Menschen, die über ihr Leben sprechen, über ihre Interessen, ihre Gewohnheiten, ihre Freude, genau wie heute. Mit einem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Den Link findest du in den Kommentaren. Und jetzt starten wir. Denn heute sprichst du über das, was dir wirklich Freude macht. Auf Deutsch. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir ins erste Kapitel. Gut, dann starten wir jetzt. Und ich beginne mit der einfachsten Frage. Wie sagst du auf Deutsch, was deine Hobbys sind? Das ist die Grundfrage. Und ich merke, dass ich meistens einfach das englische Wort benutze. Das machen viele. Und das ist auch okay, weil viele englische Wörter im Deutschen benutzt werden. Aber heute lernst du, wie du das auf Deutsch wirklich ausdrückst. Die einfachste Struktur ist: Ich mache gern. Und dann kommt das Hobby. Ich mache gern Sport. Sehr gut. Oder ich spiele gern Gitarre. Ich lese gern. Ich male gern. Ich spiele gern Gitarre. Perfekt. Das Wort gern ist hier der Schlüssel. Es zeigt, dass du etwas mit Freude machst. Nicht nur, dass du es machst. Also gern macht den Unterschied zwischen ich mache Sport und ich mache gern Sport. Genau. Ich mache Sport klingt neutral. Ich mache gern Sport klingt positiv und persönlich. Und jetzt noch eine sehr natürliche Variante. Ich interessiere mich für. Zum Beispiel, ich interessiere mich für Fotografie. Ich interessiere mich für Kochen. Ich interessiere mich für Geschichte. Ich interessiere mich für Fotografie. Sehr gut. Das klingt etwas formeller als ich mache gern, aber es ist auch sehr natürlich. Noch eine Variante. Mein Hobby ist. Das ist direkt und klar. Mein Hobby ist Lesen. Perfekt. Oder im Plural? Meine Hobbys sind Lesen und Kochen. Meine Hobbys sind Lesen und Kochen. Sehr gut. Jetzt gebe ich dir eine Liste von typischen Hobbys auf Deutsch. Du kannst laut mitsprechen. Sport treiben, lesen, kochen, backen, reisen, Musik hören, Musik machen, zeichnen, fotografieren, tanzen,
Wandern, schwimmen, gärtnern, spielen, schreiben. Ich mache gern Sport. Ich höre gern Musik. Ich reise gern. Sehr gut. Du kombinierst einfach ich mache gern oder ich höre gern oder ich reise gern mit deinem Hobby. Das ist wirklich einfach. Genau. Und jetzt machen wir eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, ich mache gern Sport. Ich mache gern Sport. Jetzt, mein Hobby ist Fotografieren. Mein Hobby ist Fotografieren. Jetzt, ich interessiere mich für Musik. Ich interessiere mich für Musik. Jetzt, meine Hobbys sind Kochen und Lesen. Meine Hobbys sind Kochen und Lesen. Sehr gut. Das sind deine Grundstrukturen. Einfach, klar und sofort nutzbar. Ich merke, dass ich jetzt schon viel sagen kann. Genau. Und im nächsten Kapitel gehen wir tiefer rein. Du lernst, wie du mehr über deine Hobbys erzählst, wie oft du sie machst, seit wann und warum du sie liebst. Ja, das ist wichtig, weil ein Gespräch ja nicht bei dem ersten Satz endet. Genau, dann gehen wir weiter. Gut, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Du kannst jetzt sagen, was deine Hobbys sind. Jetzt lernst du, wie du mehr darüber erzählst. Wie oft du ein Hobby machst, seit wann du es machst und warum du es liebst. Ja, das ist der Teil, der ein Gespräch wirklich interessant macht. Genau. Fangen wir mit der Häufigkeit an. Wie oft machst du dein Hobby? Die wichtigsten Wörter sind jeden Tag, jede Woche, oft, manchmal, selten, regelmäßig, ab und zu. Ich lese jeden Tag. Sehr gut. Ich gehe jede Woche ins Fitnessstudio. Ich gehe jede Woche ins Fitnessstudio. Perfekt. Oder ich spiele manchmal Gitarre. Ich gehe selten tanzen. Ich fotografiere ab und zu. Ich fotografiere ab und zu. Sehr gut. Und dann kommt die Frage nach dem Seit wann. Seit wann machst du das? Das ist eine typische Folgefrage. Genau. Und die Antwort ist einfach. Du sagst, ich mache das seit. Und dann kommt die Zeit. Ich mache das seit einem Jahr. Sehr gut. Ich spiele seit meiner Kindheit Klavier. Ich laufe seit ein paar Monaten regelmäßig. Ich laufe seit ein paar Monaten regelmäßig. Perfekt. Und jetzt der wichtigste Teil. Warum liebst du dein Hobby? Was gibt es dir? Das ist wirklich persönlich. Und genau das macht Gespräche lebendig. Genau. Und dafür benutzt du wieder das Wort weil. Ich mache das gern, weil es mir hilft, abzuschalten. Ich lese gern, weil ich dabei in andere Welten eintauche. Ich koche gern, weil es mich kreativ macht. Ich koche gern, weil es mich kreativ macht. Sehr gut. Oder ich mache gern Sport, weil ich mich danach immer viel besser fühle. Ich mache gern Sport, weil ich mich danach immer viel besser fühle. Perfekt. Siehst du, wie diese Sätze sofort persönlich klingen? Du sagst nicht nur, was du tust, du sagst, was es dir bedeutet. Ja, das macht einen riesigen Unterschied. Genau. Und jetzt machen wir einen kleinen Dialog. Ich frage dich über dein Hobby. Was machst du in deiner Freizeit? Ich lese sehr gern. Ich lese fast jeden Abend. Oh, interessant. Seit wann liest du so viel? Ich lese seit meiner Kindheit gern. Meine Mutter hat mir früher immer vorgelesen. Das ist schön. Und warum liest du so gern? Ich lese gern, weil ich dabei komplett abschalten kann. Und weil ich so viele neue Dinge lerne. Sehr gut. Das ist ein echter, natürlicher Dialog über ein Hobby. Ich merke, dass ich mit diesen Bausteinen wirklich ein ganzes Gespräch führen kann. Genau. Meinung, Häufigkeit, Zeitpunkt, Begründung. Das sind die 4 Bausteine jedes Hobbygesprächs. Und im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du andere nach ihren Hobbys fragst. Denn ein Gespräch geht immer in beide Richtungen. Ja, ich frage auch gern zurück. Aber ich weiß manchmal nicht wie.
Genau das machen wir als nächstes. Kurze Pause. Du verstehst Deutsch wirklich gut. Aber Verstehen und Sprechen sind zwei verschiedene Welten. Wir bauen gerade ein einzigartiges 30-Tage-Sprachsystem. Für Menschen genau wie dich, die in Deutschland leben oder leben wollen, aber sich noch nicht trauen zu reden. Keine langweilige Grammatik, nur 15 Minuten am Tag. Du kannst dir jetzt deinen Platz sichern und 30% Rabatt auf den Kurs bekommen. Link ist in der Beschreibung. Expertly, where speaking becomes living. Gut. Jetzt kommen wir zu einer Seite des Gesprächs, die viele Lernende vergessen: das Fragen. Wie fragst du andere nach ihren Hobbys? Ja, das ist wichtig, weil ein gutes Gespräch kein Monolog ist. Man muss auch fragen. Genau. Und die gute Nachricht ist, Fragen über Hobbys sind sehr einfach auf Deutsch. Die wichtigste Frage ist: Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Sehr gut, das ist die klassische Einstiegsfrage. Kurz, offen und freundlich. Oder etwas direkter: Hast du Hobbys? Hast du Hobbys? Perfekt. Und wenn jemand ein Hobby nennt, kannst du weiterfragen. Zum Beispiel: Seit wann machst du das? Seit wann machst du das? Sehr gut. Oder: Wie oft machst du das? Wie oft machst du das? Perfekt. Und dann noch: Was gefällt dir daran? Was gefällt dir daran? Sehr gut. Das ist eine sehr schöne Frage. Sie zeigt echtes Interesse. Und sie gibt der anderen Person Raum, über ihre Begeisterung zu sprechen. Ja, das ist eigentlich eine sehr offene Frage. Genau. Und offene Fragen halten Gespräche am Laufen. Ich gebe dir noch mehr Fragen, die du benutzen kannst. Machst du das alleine oder mit anderen? Das ist eine interessante Folgefrage. Machst du das alleine oder mit anderen? Sehr gut. Oder: Hast du das schon mal ausprobiert? Das kannst du fragen, wenn du etwas erwähnst, das dich interessiert. Hast du das schon mal ausprobiert? Perfekt. Und noch eine sehr natürliche Frage: Würdest du mir das mal zeigen? Das ist eine sehr persönliche Einladung. Würdest du mir das mal zeigen? Sehr gut. Das zeigt echtes Interesse und öffnet neue Gespräche und vielleicht sogar neue Freundschaften. Jetzt machen wir einen Dialog. Diesmal frage ich und du antwortest. Und dann tauschen wir. Was machst du eigentlich so in deiner Freizeit? Ich fotografiere sehr gern. Ich bin fast jedes Wochenende draußen mit meiner Kamera. Ah, das klingt schön. Seit wann fotografierst du? Ich fotografiere seit ein paar Jahren. Ich habe damit angefangen, weil ich die Natur so schön finde. Was gefällt dir daran am meisten? Ich mag es, weil man immer wieder neue Perspektiven findet. Jedes Foto ist anders. Sehr gut. Das ist ein echtes, lebendiges Gespräch. Du hast geantwortet, erklärt und eine Begründung gegeben. Und du hast immer weiter gefragt. Das hat das Gespräch am Laufen gehalten. Genau. Und jetzt drehen wir es um. Du fragst mich: Okay, hast du Hobbys? Ja, ich wandere sehr gern. Ich gehe jedes Wochenende in die Natur. Oh, interessant. Seit wann wanderst du? Ich wandere seit ein paar Jahren. Ich habe damit angefangen, weil ich mehr Zeit draußen verbringen wollte. Und was gefällt dir daran? Ich mag es, weil ich dabei komplett abschalten kann. Keine Bildschirme, keine Nachrichten. Nur Natur. Das klingt sehr entspannend. Sehr gut. Siehst du, wie natürlich das klingt? Frage, Antwort, Folgefrage, Antwort. Das ist ein echter Dialog. Ich merke, dass die Fragen das Gespräch wirklich tragen. Genau. Du musst nicht viel reden, du musst gut fragen. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du über Hobbys sprichst, die du gern ausprobieren würdest. Oder über Hobbys, die du früher hattest und jetzt nicht mehr machst. Oh, das ist interessant, weil ich auch Hobbys habe, die ich leider aufgehört habe zu machen. Genau das machen wir als nächstes.
Kurze Pause. Ich hoffe, die Geschichte gefällt dir bis jetzt. Falls du Deutsch nicht nur hören, sondern auch wirklich verstehen und sprechen willst, habe ich ein Buch geschrieben. Kurze, spannende Geschichten auf Deutsch, die dich Schritt für Schritt weiterbringen. Jetzt online erhältlich. Link ist in der Beschreibung oder angepinnt als Kommentar. Und jetzt weiter mit der Geschichte. Viel Spaß! Gut. Jetzt kommen wir zu 2 Varianten des Hobbygesprächs, die sehr natürlich und menschlich sind. Erstens Hobbys, die du früher hattest, und zweitens Hobbys, die du gern ausprobieren würdest. Ja, ich habe zum Beispiel früher getanzt. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sage. Sehr gut. Und das ist ein sehr typisches Thema. Fast jeder hat Hobbys, die er mal gemacht hat und nicht mehr macht. Dafür sagst du einfach, früher habe ich gern. Und dann kommt das Hobby. Früher habe ich gern getanzt. Sehr gut. Und dann kannst du erklären, warum du aufgehört hast. Ich hatte keine Zeit mehr. Ich habe ein anderes Hobby gefunden. Das Leben hat sich verändert. Früher habe ich gern getanzt. Aber ich hatte irgendwann keine Zeit mehr dafür. Perfekt. Das ist ehrlich und natürlich. Und die andere Person versteht das sofort. Und du kannst noch einen Schritt weiter gehen. Du sagst, ob du es vermisst oder ob du es wieder anfangen willst. Ich vermisse es manchmal. Ich würde gern wieder anfangen. Sehr gut, das ist ein sehr menschlicher Satz. Viele kennen dieses Gefühl. Und jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Hobbys, die du noch nicht hast, aber gern ausprobieren würdest. Das ist auch ein schönes Gesprächsthema. Genau. Und dafür benutzt du den Konjunktiv. Keine Angst, das ist einfacher, als du denkst. Wirklich. Der Konjunktiv klingt immer so schwierig. Ich weiß, aber du brauchst nur einen Satz. Ich würde gern. Und dann kommt das Hobby. Ich würde gern Klavier spielen. Sehr gut. Ich würde gern surfen lernen. Ich würde gern malen. Ich würde gern eine Sprache lernen. Ich würde gern eine neue Sprache lernen. Perfekt. Und dann kannst du begründen, warum. Ich würde gern Klavier spielen, weil Musik mich immer berührt hat. Ich würde gern surfen lernen, weil ich das Meer liebe. Sehr gut. Und du kannst auch fragen, hast du das schon mal ausprobiert? Würdest du das empfehlen? Würdest du das empfehlen? Perfekt. Das ist eine sehr natürliche Folgefrage. Sie zeigt, dass du wirklich interessiert bist. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, früher habe ich gern gezeichnet. Früher habe ich gern gezeichnet. Jetzt, ich hatte irgendwann keine Zeit mehr dafür. Ich hatte irgendwann keine Zeit mehr dafür. Jetzt, ich würde gern wieder anfangen. Ich würde gern wieder anfangen. Jetzt, ich würde gern Gitarre spielen lernen. Ich würde gern Gitarre spielen lernen. Sehr gut. Diese Sätze machen Gespräche über Hobbys viel lebendiger. Ja, weil man so auch über Wünsche und Träume sprechen kann. Nicht nur über das, was man schon macht. Genau. Und das ist der Unterschied zwischen einem oberflächlichen und einem echten Gespräch. Echte Gespräche gehen in die Tiefe. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du Begeisterung ausdrückst. Denn Hobbys sind nicht neutral. Hobbys sind emotional. Und das sollte man hören. Oh ja, ich merke immer, wenn jemand wirklich begeistert ist. Das steckt an. Genau das machen wir als nächstes. Gut. Jetzt kommen wir zum schönsten Teil dieser Folge. Begeisterung. Wie zeigst du auf Deutsch, dass dir dein Hobby wirklich am Herzen liegt? Das ist wichtig, weil man den Unterschied sofort hört. Wenn jemand wirklich begeistert ist, klingt das ganz anders. Genau.
Und viele Lernende sprechen sehr neutral über ihre Hobbys. Ich mache gern Sport. Das ist okay, aber es hat keine Energie. Ja, das kenne ich. Ich sage manchmal Sätze, die korrekt sind, aber sie klingen irgendwie leer. Und das ändert sich jetzt. Denn Begeisterung kommt nicht nur vom Ton, sie kommt auch von den Wörtern. Ich gebe dir ein paar Wörter, die Begeisterung ausdrücken. Das liebe ich. Ich bin total begeistert davon. Das macht mir so viel Spaß. Ich könnte stundenlang damit verbringen. Das ist meine Leidenschaft. Das ist meine Leidenschaft. Sehr gut. Das Wort Leidenschaft ist sehr stark. Es zeigt, dass ein Hobby nicht nur eine Aktivität ist, sondern ein Teil von dir. Das Wort finde ich wirklich schön. Genau. Und dann kannst du noch sagen, wenn ich das mache, vergesse ich alles um mich herum. Oder, das gibt mir so viel Energie. Oder, das ist das Beste, was ich tun kann, um mich zu erholen. Wenn ich lese, vergesse ich alles um mich herum. Sehr gut. Das ist ein echter emotionaler Satz. Man fühlt sofort, wie wichtig das für dich ist. Und wie zeige ich, dass ich von dem Hobby des anderen begeistert bin? Also, wenn ich zuhöre und Interesse zeige. Sehr gute Frage. Dafür gibt es ein paar einfache Sätze. Das klingt wirklich interessant, das hätte ich nie gedacht. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Wie bist du dazu gekommen, ne? Wie bist du dazu gekommen? Sehr gut, das ist eine sehr persönliche Frage. Sie lädt die andere Person ein, ihre Geschichte zu erzählen. Das öffnet wirklich viel. Genau. Und dann noch, das ist cool, dass du das machst. Ich finde es toll, wenn Menschen eine Leidenschaft haben. Das sind sehr ehrliche und warme Reaktionen. Ich finde es toll, wenn Menschen eine Leidenschaft haben. Perfekt. Das ist ein Satz, der eine echte Verbindung schafft. Jetzt machen wir einen letzten Dialog. Mit allem, was du heute gelernt hast. Mein Hobby. Häufigkeit, Begründung, Begeisterung, Fragen. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Ich wandere total gern. Das ist wirklich meine Leidenschaft. Ich gehe fast jedes Wochenende raus. Wenn ich in der Natur bin, vergesse ich alles um mich herum. Das klingt wunderschön. Seit wann machst du das? Seit ein paar Jahren. Ich habe damit angefangen, weil ich nach der Arbeit wirklich abschalten wollte. Und ich habe gemerkt, dass das für mich das Beste ist. Was gefällt dir daran am meisten? Ich liebe es, weil jede Wanderung anders ist. Neue Wege, neue Aussichten. Das gibt mir so viel Energie. Würdest du es mir empfehlen? Auf jeden Fall. Hast du das schon mal ausprobiert? Ich habe es noch nicht so oft gemacht. Aber nach allem, was du sagst, würde ich es gern mal ausprobieren. Das würde mich freuen. Perfekt. Das ist ein echtes, lebendiges Gespräch über Hobbys. Mit Begeisterung, Tiefe und gegenseitigem Interesse. Ich bin wirklich beeindruckt, wie viel ich auf Deutsch sagen kann. Über etwas, das mir so wichtig ist. Genau. Und das ist die Magie. Wenn du über etwas sprichst, das dir wirklich wichtig ist, klingt dein Deutsch automatisch besser. Weil du echt bist. Und noch ein Hinweis. In unserem Sprachlernprogramm üben wir genau diese Art von Gesprächen. Persönlich, lebendig und echt. Nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus dem Leben. Wenn dich das interessiert, schau gerne in die Kommentare. Das klingt nach dem nächsten Schritt für alle, die wirklich sprechen wollen. Genau, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Ich bin bereit. Perfekt. Dann gehen wir zum Ende. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Und heute war es besonders schön, weil wir über etwas gesprochen haben, das jeder kennt. Die Dinge, die uns Freude machen. Ja? Ich fühle mich jetzt wirklich bereit, über meine Hobbys zu sprechen. Auf Deutsch, mit echter Begeisterung. Genau. Und das ist das Wichtigste. Nicht perfektes Deutsch, sondern echte Kommunikation.
Lass uns zusammenfassen. Im ersten Teil haben wir die Grundstrukturen gelernt. Ich mache gern. Mein Hobby ist, ich interessiere mich für. Und eine Liste von typischen Hobbys auf Deutsch. Diese Strukturen sind die Basis. Ohne sie geht nichts. Genau. Dann haben wir gelernt, wie du mehr über dein Hobby erzählst. Wie oft du es machst mit Wörtern wie jeden Tag, jede Woche, manchmal, ab und zu. Seit wann du es machst. Und warum du es liebst mit dem Wort weil. Ich mache das gern, weil es mich kreativ macht. Das ist jetzt wirklich Teil meines Deutschen. Sehr gut. Dann haben wir gelernt, wie du andere nach ihren Hobbys fragst. Was machst du in deiner Freizeit? Seit wann machst du das? Was gefällt dir daran? Und würdest du mir das empfehlen? Gute Fragen sind der Schlüssel zu guten Gesprächen. Perfekt. Dann haben wir über frühere Hobbys gesprochen und über Wünsche. Früher habe ich gern getanzt. Ich würde gern Klavier spielen lernen. Diese Sätze machen Gespräche tiefer und persönlicher. Ja, weil man so auch über sich selbst erzählt. Nicht nur über Aktivitäten. Genau. Und am Ende haben wir gelernt, wie du Begeisterung ausdrückst. Das ist meine Leidenschaft. Wenn ich das mache, vergesse ich alles. Das gibt mir so viel Energie. Diese Sätze machen dein Deutsch lebendig. Begeisterung ist ansteckend, auch auf Deutsch. Genau. Und jetzt kommt deine Aufgabe, für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Nimm dir heute ein paar Minuten. Denk an dein Lieblingshobby. Das eine Hobby, das dir wirklich Freude macht. Und dann beschreibe es auf Deutsch. Was es ist, wie oft du es machst, seit wann und warum du es liebst. Also eine kleine Geschichte über mein Hobby. Auf Deutsch. Genau. Und dann schreib diese Geschichte in die Kommentare. 2 oder 3 Sätze reichen völlig. Das ist eine schöne Aufgabe, weil man dabei auch über sich selbst nachdenkt. Genau. Und lies auch die Kommentare von anderen. Du wirst sehen, wie viele verschiedene Hobbys es gibt. Und vielleicht entdeckst du etwas, das du auch ausprobieren möchtest. Das wäre wirklich schön. Genau. Lernen passiert nicht nur hier im Podcast. Es passiert im Austausch, in echten Gesprächen, über echte Dinge. Und wenn du wirklich Deutsch sprechen willst. Wenn du nicht nur Wörter lernen, sondern wirklich kommunizieren willst. Über dein Leben, deine Leidenschaften, deine Geschichte. Dann schau dir unser Sprachlernprogramm an. Wir arbeiten dort genau an diesen Momenten. Den Link findest du in den Kommentaren. Das ist der nächste Schritt für alle, die wirklich sprechen wollen. Genau. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran. Deine Hobbys sind ein Teil von dir. Und dieser Teil ist es wert, auf Deutsch erzählt zu werden. Danke dir, Paul. Das war heute wirklich schön und lebendig. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt, selbstbewusst zu sprechen. Sichere dir deinen Platz in unserem 30-Tage-Kurs und bekomme 30% Rabatt. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.